Freunde des Kriya-Yoga. Heute wollte ich die Frage beantworten, was ist der Unterschied zwischen dem Kriya-Yoga der SRF und dem Kriya-Yoga der dynastischen Linie, also der Linie von Lahiri Mahasaya zu seinem Sohn Dinkara Lahiri, dann dessen Sohn Satyacharan Lahiri und wiederum dessen Sohn, also den Urenkel von Lahiri Mahasaya, Shipikando Lahiri. Ja, die SRF, die habe ich kennengelernt in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. 86 im April war das noch, Ostersonntag war das, glaube ich, habe ich dieses Buch entdeckt oder einen Tag davor und am Ostersonntag bin ich dann damit in die Natur hinaus, habe darin gelesen und war sofort ergriffen, tief berührt und habe dann langsam darin weitergelesen. Also wichtige Bücher habe ich immer sehr langsam gelesen, besonders solche gehaltvolle wie diese Autobiografie eines Yogi, und war dann früher 87 war ich damit dann fertig, so ziemlich fertig, und dann war in dem Buch da die Adresse der Self-Realization Fellowship des Mutterzentrums und das Angebot, die Lehrbriefe zu bestellen. Das war eben in dem Buch so eine kleine Werbung. So lief es damals ab, also kein Internet, sondern es lief meistens über Bücher ab. Und so habe ich dann diese bestellt im Frühjahr 87, habe die nach 5-6 Wochen bekommen und darin dann gearbeitet. Jede Woche, also in 2 Packs kamen diese Lektionen, alle 2 Wochen, also die kamen aus Amerika und relativ unregelmäßig. Einmal kamen die später schon ein bisschen früher. Aber gut, das ging dann so eben, dass ich mich mit diesen Lektionen vorbereitet habe auf die Kriya-Einweihung im Laufe eines Jahres. Heute ist es ein bisschen kürzer gemacht worden, seit 2019, soweit ich weiß. Aber damals war es so, dass man eben zuerst diese zuerst hat man ein bisschen Theorie, so in 7 Lektionen, verschiedene Themen wurden behandelt und dann die richtige Technik, die erste wahre Techniklektion kam dann mit der 8. Lektion. Das war aber auch nur Energetisierungsübungen. Also wenn jemand jetzt dahin gehen will und meditieren lernen, dann war das schon ein bisschen, wäre das frustrierend gewesen, aber ich habe ja vorher schon zu meditieren begonnen nach dieser kurzen Meditationsanleitung in Entschleier Mysterien von Godfrey Ray King auf der 11. Seite, relativ kurz, aber das habe ich relativ stur. Seit Frühjahr 85 habe ich das relativ stur durchgezogen und so habe ich also schon 2,5 Jahre meditiert und dann kamen dann diese Lektionen von Yogananda. Das war mein Ansinnen, dass ich eine Meditationsanleitung mit dieser kurzen Anleitung von Saint-Germain aus der I Am Activity hatte, mit der auch schon einige spirituelle Erfahrungen gemacht habe, wie Lichterfahrungen und allgemeine Glücksempfindungen. Aber ich war mir immer nicht ganz sicher, wie diese Anleitung genau zu verstehen war. Das war eine halbe Seite mit Anleitung und das war es dann schon. Im Grunde auch Visualisierung und dann Ruhephase und zum Schluss ein bisschen Samyama, also ein bisschen die Energie nach außen tragen. Das war da auch schon drin, diese verschiedenen Phasen, aber sehr rudimentär. Darum habe ich mich danach gesehnt, was Konkretes, was wirklich Gutes zu haben, und nach Lesen der Autobiografie eines Yogi habe ich mir gedacht, der Yogananda, der müsste doch sicher wissen, was Sache ist. Und was ich dann bekommen habe von der SRF, das war, wie gesagt, zuerst mal nicht das, was ich eigentlich hoffte, also gleich gute Meditationsanleitungen. Es kam erst Theorie, dann diese Energetisierungsübungen nach 8 Wochen und dann hat es nochmal 12 Wochen gedauert, bis die Hong So-Technik mit der
Atemkonzentrationsübung kam. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Dann nochmal 10 Wochen bis zur Ohm-Meditation und dann nochmal fast ein halbes Jahr so, bis ich dann die richtige Kriya-Einweihung bekommen habe. Also das ist das, wie ich das gelernt habe. Es ist jetzt, denke ich mal, immer noch so im Großen und Ganzen, nur dass es ein bisschen gestrafft wurde. Die Lehrbriefe, die wurden nicht mehr in 6 Seiten geheftet, verschickt, sondern die wurde ein kleines Heftchen jeweils und es sind nicht mehr 50 und oder für 3 Jahre, sondern es ist, wie gesagt, gestrafft, ein bisschen angepasst an die heutige Zeit, wo alles schneller gehen muss, offensichtlich. Also mir ging es natürlich auch zu langsam. Ich hatte Ungeduld. Gute war eben, dass ich schon eine Meditationsanleitung hatte und dann immer das halt hinzunehmen konnte, was ich über die Lektionen dann von der SF bekam. Andererseits habe ich auch schon aus den kurzen Hinweisen aus der Autobiografie eines Yogi, da ist ja nichts Konkretes zu Techniken gesagt, aber dass es sich da um die Chakren handelt und ein Umkreisen der Chakren, so habe ich das rausgelesen. Das habe ich dann schon immer probiert, ein bisschen damit zu arbeiten, aber das war halt ja ein bisschen stümperhaftes Rumstochern in dem, was vielleicht hätte gut sein können. Da habe ich manchmal gute Erfahrungen gemacht, aber es war nichts, wie man heute sagt, nichts Tragfähiges. Und so lief es halt bei der SRF ab, dass man da eine Meditationsroutine dann im Laufe von einem halben Jahr bekommen hat. Und die Übungen wurden sehr genau erklärt über mehrere Lehrbriefe, also dann so 20 Seiten mindestens jeweils, die zu den Energetisierungsübungen, zuerst Theorie natürlich und dann die Praxis, was man sich alles über die Lehrbriefe selber aneignen musste. Man hatte kein Videomaterial. Ja, das war schon ein bisschen, also man musste schon ein bisschen Disziplin aufbringen und ein bisschen Eifer und das hatte ich, Gott sei Dank. Und damit kam ich eigentlich gut da rein. Also ich habe mich auch sehr auf das verlassen, was da mitgeteilt wurde. Man hatte noch nicht das viele Material wie heute, dass man an jeder Ecke irgendwas anderes angeboten bekommt. Und ich habe mich da voll drauf gestürzt und habe dann eben ständig an meiner Meditationsroutine gearbeitet, also das Alte dann wegfallen lassen und dann eben zuerst aus der Energetisierungsübung, die man 2-mal am Tag machen sollte, morgens und abends, dann danach die Hong So Konzentrationsübung und dann die Om-Meditation. So war dann hier eine Routine gegeben, die man intensiv praktiziert hat oder die ich intensiv praktiziert habe. Und erst nach einem Jahr dann oder mehr als einem Jahr, weil ich da gerade dann umgezogen bin, gab es noch ein bisschen Schwierigkeiten. Und dann bekam ich dann die Lehrbriefe zu der Kriya-Einweihung. Und das war dann auch ein Pack von 9 Lehrbriefen, also 9 mal 6. Das sind dann 54 Seiten so rund, plus und minus, weil manchmal waren da auch 7 Seiten. Aber das war dann das Material, das man dann erstmal sich aneignen musste, wo man natürlich auch nicht alles auf einmal hatte. Und dann im Laufe der Sommer, ich habe dann auch schon studiert, am Wochenende habe ich mich der Lehrbriefe gewidmet. So habe ich mir diese Kriya-Routine dann nach den Vorgaben der SRF vorgenommen und selbst angeeignet. Und natürlich ständig dann auch an der Routine gebastelt, kam immer was Neues dazu, aber es gab genaue Vorgaben, dass man zuerst Energetisierungsübungen, Hong So, dann O-Meditation und dann schließlich die Kriya-Meditation oder Kriya-Übungen, das waren ja auch mehrere kleine Übungen und dann danach sollte man noch mindestens 15 Minuten sitzen bleiben. Das war so die Vorgabe. Ich habe dann auch schon meine Meditationszeit immer ausgedehnt, weil ich von der Theorie ausgegangen bin oder von der Vermutung, dass mit der Länge der Meditation auch mehr spirituelle Erfahrungen kommen und dass ich vielleicht dass es da eine Grenze gibt, wenn man 4 Stunden sitzen kann und meditieren kann, dass man dann vielleicht die Erleuchtung hat. Nach der Idee habe ich dann auch mich motivieren lassen, regelmäßig länger zu sitzen. Es war auch dann immer
die Vorgabe, dass man einmal in der Woche auch länger sitzen sollte. Und so habe ich dann auch bald die 4 Stunden geknackt. Aber es kam eben dann nicht zum Durchbruch. Aber das war trotzdem gut, weil diese Motivation hat halt dazu geführt, dass ich mir die Fähigkeit angeeignet habe, lang zu sitzen. Denn wie bei jedem, der es nicht gewohnt ist, am Boden zu sitzen, wie das ja bei uns Westeuropäern oder bei unseren Europäern überhaupt ist, dass wir gewohnt sind, am Stuhl zu sitzen, nicht am Boden. Und der Sitz am Boden, die Kreuzbeinige, hat halt bestimmte Vorteile für das Meditieren. Ich habe zwar auch einige Jahre im Sitz meditiert, aber ich bin dann wieder zum Meditieren auf den Boden zurückgekommen, weil es doch die Tendenz hat, innerlicher sein zu können. Ja, das ist eben die Vorgehensweise in der SRF, und das, was man bei Shibindula Lahiri lernt, ist doch sehr anders. 86 habe ich angefangen zu lesen, 87 habe ich die Lehrbriefe bekommen, 88 habe ich die Kriya-Einladungen dann über die Lehrbriefe bekommen, und 89 bin ich dann schon in die USA gereist, um dort an der Convocation teilzunehmen, also der großen Zusammenkunft, die einmal im Jahr stattfindet, wo dann die Mönche Vorträge halten, wo man dann Möglichkeit hat, mit Mönchen zu reden, Fragen zu stellen. Andererseits kommen die Mönche bei der SRF auch jährlich, reisen durch die Länder, also nach Deutschland eigentlich fast immer, wo halt viele Schüler sind. Da reisen sie dann hin und besuchen die eigentlich fast jährlich. Und da gibt es dann auch jährlich Zusammenkünfte, wo man dann auch Fragen stellen kann an die Mönche. Da gibt es dann auch deutsche Mönche, die eben in diesen Ashram in den USA leben, und die kommen dann nach Deutschland, können Deutsch reden. Die meisten oder nicht alle, aber ja, die nicht Deutsch reden, die werden dann übersetzt. Und so werden dann jedes Jahr in diesen Zusammenkünften, an denen man teilnehmen kann, da kann man dann die Techniken wiederholen. Und ich habe da auch schon, ich glaube, es war schon 87, habe ich, glaube ich, das Jahr 87, glaube ich, das erste Mal teilgenommen, und dann 88, glaube ich, nochmal. Das war damals in Schliersee. Die Zusammenkünfte waren noch relativ klein. Jetzt sind es größere Veranstaltungsorte mit viel mehr Teilnehmern. Aber es war auch ja, klein, aber ganz angenehm. Die Geschichte, wie ich dann aus reiner Ungeduld, weil ich die Kriya-Einweihung oder Kriya-Techniken kennenlernen wollte, die muss ich auch nochmal erzählen extra. Aber jetzt sind wir beim Unterschied zwischen der SRF, Vorgehensweise, den Kriya zu vermitteln, und auch die Meditation. Also Meditation ist halt dann auch an das angelegt, wie die Lehrbriefe dann aufgebaut sind. Also zuerst macht man eben diese Energetisierungsübung, dann Hong So, O-Meditation, dann die Kriya-Techniken und zum Schluss noch ein ruhiges Sitzen. Und dafür wird so eine Stunde eigentlich veranschlagt, dass man das machen können soll, wobei man dann selbstständig entscheiden kann, wenn man die Kriya-Einladungen empfangen hat oder die Kriya-Techniken empfangen hat. Die Haupttechnik ist da das Kriya Pranayama, und dieses Kriya Pranayama, da beginnt man mit 12 Kriya-Atmungen, und die Dauer einer Kriya-Atmung, die ist so, also die empfohlene Dauer ungefähr 30 Sekunden, weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube 30 Sekunden. Und dann kann man, wenn man dann diese Kriya-Techniken bekommen hat, dann ist es nicht das Ende der Fahnenstange, dann gibt es die Möglichkeit, das noch auszuweiten. Man soll das 12-mal die Kriya-Atmung machen, und Mahamudra und Yoni Mudra dann auch noch, aber 12-mal die Kriya-Atmung erstmal, und die Kriya-Atmung, die kann man dann steigern. In Absprache mit dem Mutterzentrum, da schreibt man Briefe hin, da schrieb man immer, das war damals so. Und muss man auch so Fragen, gibt es immer einen Fragenkatalog, einen kleinen, den man beantworten musste schriftlich. Und ich habe das alles auf Englisch gemacht, weil ich ja durch die Mitgliedschaft in der IAM Activity relativ gut Englisch gelernt habe und auch mein Englisch immer weiterbilden wollte und dann das auch genutzt habe, um das Englisch dann besser zu lernen. Was ich eigentlich jedem empfehlen kann in der heutigen Zeit, ist Englisch sehr wichtig. Auch im spirituellen Markt gibt es so vieles
auf Englisch, was es auf Deutsch nicht geht. Und wenn man des Englischen nicht mächtig ist, dann fehlt einem ein ganz wichtiger Blickpunkt auf die Erde. Also Sprachen im Allgemeinen sind wichtig. Und das war immer oder ist auch heute noch mein Hobby, Sprachen zu lernen. Damit kann man in andere Kulturen eintauchen ein bisschen und besonders auf dem spirituellen Markt hat man da große Vorteile. Gut, dann hat man die Möglichkeit, das noch zu erweitern, indem man dann eben die Anzahl der Kriya-Atmungen erhöht, jeweils um 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, dann 108, 120, 132 und 144. Und 144 war dann so das Maximum, was in der SRF so empfohlen wurde. Mehr sollte man nicht machen. Dann gab es dann noch höhere Einweihungen, die wurden aber nicht besonders so propagiert. Ich glaube, in den Lehrbriefen tauchten die gar nicht so auf, sondern das war so, ich habe da in Stuttgart studiert, BWL, beginnend 86. Ja, in Fellbach gab es da eine Meditationsgruppe der SRF, die gibt es jetzt, soweit ich weiß, heute nicht mehr. Es ist also 10, 12 Kilometer außerhalb oder Stadtteil, heute, glaube ich, eingebürgert, auch in Stuttgart. Dahin bin ich dann gefahren, regelmäßig, und habe da meditiert. Und da habe ich dann solche Sachen erfahren, also so Getratsche halt, dass es auch höhere Einweihungen gibt. Und da bin ich dann aufmerksam darauf geworden. Und da habe ich dann die höhere Einweihung dann nach, ich glaube, 95, habe ich dann die zweite höhere Einweihung dann beantragt und bekommen. Und 97 dann auch die dritte und vierte nochmal. Und das war dann das Ende in der SRF. Gut, das ist eine große Organisation, die SRF, mit sehr viel Materialien an Büchern, die von Yogananda eben stammen, auch anderen Unterstützungsmaterialien, Liedern, Vorträgen, Audioaufnahmen von Yogananda, seine Gesänge, ein Liederbuch gibt es da extra, dann Schallplatten gab es damals, jetzt gibt es natürlich die Downloads, MP3 und alles Mögliche. Und es gibt natürlich einen ganzen Shop voll Möglichkeiten, was man da kaufen kann. Auch dieses Monatsheft gab es damals. Monatsheft, ich glaube, das ist jetzt so ein Jahresheft geworden. Damals gab es, glaube ich, 11 Ausgaben. Da habe ich dann immer die alten Ausgaben so verbilligt dann gekauft. Also beim ersten Mal, als ich da in Schleswig war, habe ich ganz schön eingekauft, Schallplatten. Da war ich gut eingedeckt mit Materialien und das war eben auch sehr gut. Also was von Yogananda kommt, auch die Organisation empfand ich als sehr solide. Kann ich auch immer noch sagen, also zu kritisieren gibt es natürlich immer was. Alles ist natürlich nicht glänzend gewesen, aber da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. Aber im Unterschied dazu natürlich dann Shibindul Lahiri. Das war eine Ein-Mann-Vorstellung. Der hat sich immer damit gebrüstet, dass er eben keine Organisation aufgebaut hat. Und Lahiri Mahasaya soll auch irgendwann mal gesagt haben, es braucht für den Kriya-Yoga keine Organisation, braucht es auch nicht. Aber für das, was Yogananda aufgebaut hat und wofür ich eigentlich nur dankbar sein kann, denn wenn Yogananda diese Organisation nicht aufgebaut hätte, wie wäre da diese Möglichkeit, in meinen jungen Jahren diese Techniken zu erhalten, wo ich nur ewig dankbar sein kann, dass ich die erhalten habe, so, wie wären die sonst zu mir gekommen in diesen jungen Jahren? Ich hätte noch einige Jahre mindestens darauf warten müssen. Mein Leben wäre sicher ziemlich anders verlaufen, wenn ich diese nicht erhalten hätte. Und so kann ich nur dankbar sein. Aber dieser Shibindul Lahiri hat halt immer das abwertend dann dargestellt. Ich habe ja mit Shibindul Lahiri, nachdem ich 20 Jahre bei der ich war eigentlich nicht aktives Mitglied. Ich habe das die ersten 3 Jahre dann angeschaut. Ich war in USA, habe da in diesen
Meditationszentrum 2 oder 3 Jahre mitgemacht und da habe ich mich aber zurückgezogen, hatte diese Lehrbriefe, hatte diese Techniken und habe damit gearbeitet. Ich habe nie aufgehört, diese Techniken zu praktizieren, habe immer ein bisschen auch rumgefeilt, so habe dann auch die höheren Einweihungen dann genossen, diese auch eingebaut in meine Routine und dann ist es aber, ja, das ist ein Phänomen, glaube ich, das üblich ist bei so spirituellen Techniken. Diese wirken halt eine Zeit lang, dann lässt die Wirkung nach aus ganz plausiblen Gründen, weil der Körper sich auf diese Techniken einstellt. Dann bräuchte man eigentlich mehr davon. Entweder steigert man die Anzahl oder man nimmt noch Techniken hinzu, die halt potenter sind. Und das waren diese höheren Einweihungsformen in der SRF, die waren potenter. Also beim ersten Mal praktizieren war das enorme Erfahrungen, die damit verbunden waren. Aber mit der Zeit hat sich das auch wieder abgeschlentert, hat sich einerseits eingeschliffen. Ich habe dann nochmal studiert, noch ein zweites Studium angeschlossen, wo ich dann auch dann mehr Zeit darauf verwendet habe. So kam ich dann ein bisschen heraus und ja, habe dann auch nicht mehr so viel praktiziert zeitweise und auch ja, so Gewohnheiten haben sich eingeschlichen und das hat alles nicht mehr so gut funktioniert wie am Anfang oder zeitweise vorher. Und dann war ich irgendwann mal auch auf ein bisschen anderem Trip. Ich habe diese Living on Light, also diese Lichtnahrungsmode, muss ich auch ein bisschen sagen, da in den Nullerjahren mitgemacht. Dann kam das Internet und dann bin ich auf Yogani gestoßen und da habe ich dann eben gehört, dass Yogananda diesen Kriya-Yoga vereinfacht haben sollte. Und ich hatte immer, immer die Vorstellung oder die Überzeugung, dass das, was Yogananda über den Kriya-Yoga vermittelt, das ist der Kriya-Yoga. Er wurde von Lahiri Mahasaya vorgesehen für das, von Sri Yukteswar beauftragt, das zu verbreiten. Und es gibt nur einen Kriya-Yoga und diesen Kriya-Yoga habe ich über die SRF erfahren. Das war meine Überzeugung. Erst dann, also 2007, 2008, wo ich mich dann wieder intensiver damit beschäftigt habe und auch so Foren besucht habe, englische Foren zur SRF, gab es damals mehrere. Da habe ich dann auch mitgeschrieben, mitgelesen und da habe ich dann erfahren, dass eben Yogananda diese Techniken vereinfacht haben soll. Und dann habe ich mich erst auf die Suche gemacht, auch woanders noch Erfahrungen zu Kriya-Yoga zu sammeln, bis ich dann zur Überzeugung gelangt bin, dass da wirklich was dran ist, dass Yogananda da was vereinfacht hat. Und dann habe ich mich eben auf die Suche gemacht, auf den originalen Kriya-Yoga zu gelangen und bin dann eben auf Shibindhu Lahiri gestoßen und der hat auch behauptet, dass er halt in der Familientradition vom Vater von Lahiri Mahasaya zum Sohn, zum Enkel und zum Urenkel zu Shibindhu Lahiri, da wurde dieser Kriya-Yoga, der von Lahiri Mahasaya in die Welt gebracht wurde, also relativ unverfälscht weitergegeben und damit hätte ich diesen Kriya-Yoga. Das war die Ansage von Shibindhu Lahiri, aber als ich das erste Mal bei ihm teilgenommen habe, die Anpreisungen auch vorher, bevor er kam, waren dahingehend, dass er ein großer spiritueller Meister ist. Und nach dem, was ich so über Lahiri Mahasaya erfahren hatte, da fehlte doch einiges. Und das, was Shibindhu Lahiri vermittelte, das schien mir auch nicht so geheuer zu sein. Also es gab da auch diese Kriya-Techniken, das Kriya Pranayama, das Mahamudra, das Yoni Mudra, das waren eigentlich die drei, die ich von der SF schon kannte. Es gab dann noch die kurzen Kriya-Meditationshaltungen, wo aber nicht viel darüber gesagt wurde. Also es wurde eben ganz anders gelernt. Der massive Unterschied ist, dass man 3 Tage zur Verfügung hat bei dieser Einweihung nach Shibindhu Lahiri und auch verschiedene andere Kriya-Yoga-Richtungen machen das auch in 3 Tagen. In 3 Tagen wird der ganze Stoff durchgenommen und werden die Techniken vermittelt. Das ist also ein großer Unterschied. SRF hat man ein ganzes Jahr Zeit. Wenn man ungeduldig ist, dann sagt man, ja, will nicht so lange warten, bis ich die Kriya-Technik habe. Und die Kriya-Techniken sind ja diese wundervollen Techniken. Da werde ich dann bald erleuchtet und dann würde ich die gleich haben.
Und dann hat man diese Technik, dann weiß man nicht, wie man richtig damit umgehen muss oder soll, ist nicht vorbereitet. Das ist halt der Unterschied bei Shibindra Lahiri. In diesen 3 Tagen hat er noch viel so interessant, es war interessant, interessante Stories so erzählt. Für mich, der ich schon über 20, 25 Jahre Kriya-Yoga praktiziert habe, war das interessant, weil ich ja schon einen großen Horizont über den Kriya-Yoga hatte und Vorkenntnisse, auch Praxiserfahrungen. Aber für Leute, die eben beginnen, Kriya-Yoga zu lernen, da muss ich sagen, das ist sehr schwierig, damit was anzufangen, was Sinnvolles. Da war ich wirklich gesegnet, dass ich zuerst zu Yogananda gekommen bin und dann über Yogananda oder nach Yogananda, dazwischen waren noch Yogani, dann zu dieser dynastischen Linie gekommen bin. Und was ich da in der ersten Einweihung, also diese 3 Tage in Varanasi 2013 im Januar, eben der Unterschied ist einmal diese 3 Tage nur und dann ist bei Shibindra Lahiri ist noch eine Übung Navikriya dabei, die sich auf den Nabel bezieht und eine Übung Dalabhya Kriya, die ich von der SRF her nicht kannte. Es ist nicht alles schlecht, was bei Shibindra Lahiri ist. Also dieses Dalabhya Kriya ist eine sehr wichtige Übung, weil sie eine Vorübung ist für Khechari Mudra und Khechari Mudra findet Erwähnung in der SRF. Khechari Mudra bin ich darauf aufmerksam geworden, bewusst bei Yogani bereits und habe mich nicht erinnert daran, dass es irgendwie in der SRF auch thematisiert wurde, weil SRF, diese ganzen Sanskrit-Begriffe, die sind da relativ nebensächlich. Und erst als ich dann auch bei Yoga Vidya war und dann mit diesen Begriffen dann mehr umzugehen gelernt habe, dann auch im Gedächtnis gehalten habe, da habe ich dann mal wieder die Techniken rekapituliert in den 10er Jahren, ja, also die SRF-Techniken. Und da ist mir dann aufgefallen, dass dieses Khechari Mudra in den Kriya-Lektionen Erwähnung findet, zumindest ab, ja, es wird da auch nicht besonders darauf eingegangen, oder war das damals so, dass nicht besonders darauf eingegangen wurde. Es wurde erwähnt und verschiedenes andere auch, aber wichtig waren die verschiedenen Praxisübungen, die Kriya-Techniken, also die vorbereitenden Energetisierung, Hong So, O-Meditation, dann die Kriya-Techniken Mahamudra, Kriya Pranayama und Yoni Mudra. Das waren die Techniken, mit denen man umzugehen gelernt hatte, und die ganze Theorie, die gab es eigentlich auch noch nicht, als ich, also gut, in den Lehrbriefen gab es natürlich viel Theorie, aber auch nicht so tiefgehende. Das wirklich Geballte, das kam dann erst in der SRF mit der Veröffentlichung der Kommentare zur Bhagavad Gita und zur Bibel. Mein Ansatz war eben ein nicht so materialistisches Leben, dass man sich um das Spirituelle nicht kümmert. Ich habe immer das Üben, das Praktizieren in den Mittelpunkt gestellt, aber habe mich auch nicht zurückgezogen und habe mich jetzt nicht so eingefleischt auf diese Theorie gestürzt. Das war mir relativ unwichtig, da die Ausdrücke und die Vedanta und die verschiedenen Schriften, die man ja bei Yoga Vidya sehr gut lernen kann. Da gibt es verschiedene Angebote, sich da reinzusteigern. Für mich war immer die Praxis wichtig. Die Theorie, die mir gereicht hat, das war die von Yogananda kam. Und damit bin ich auch gut gefahren. Denn nach meinem Dafürhalten immer noch ist Yogananda eine genauso wichtige Quelle von heiligen Schriften, wie das die Bibel und andere heilige Schriften sind. Und der Vorteil bei Yogananda ist eben, dass man da keinen Übersetzer, wenn man das Englisch liest, dazwischen geschaltet hat oder irgendwelche Überlieferungspfade, die unsicher sind, sondern man hat hier wirklich eine verbürgte, also quellenmäßig untadelige Situation und kann sich auf diese Worte von Yogananda verlassen. Und das ist ja bei vielen anderen nicht der Fall, was so überliefert ist aus dem alten Indien und den sonstigen Religionen. Das hat mir eigentlich
ziemlich genügt. Und bei Shibindra Lahiri, ja, da gab es natürlich dann auch so aus dem indischen Kulturkreis noch viel, was er so erzählt hat, war interessant, aber für die Leute, die jetzt dort beginnen wollen, den Kriya-Yoga zu lernen, wenn man sehr viel Ehrgeiz hat, erleuchtet zu werden und daran glaubt, dann kann man das vielleicht mit viel geistiger Anstrengung, mentalem Zwang da sich durchzwängen durch das, was da geboten wird. Aber es ist meiner Ansicht nach relativ unfruchtbar, was da herauskommt. Und nach dem, was ich da gesehen habe und erlebt habe bei Shibin der Hillehiri, ist es auch so. Und der Ennio Nimus, mit dem hatte ich ja ein relativ gutes Verhältnis bis 2014, 15, als ich dann begonnen habe, für den Shibin der Lahiri da die Kriya-Einweihungen zu organisieren. Als ich dann erfahren habe, dass ich für den Shibin der Lahiri da eine Kriya-Einweihung da organisiere und für den das mache, da bin ich offensichtlich in seinem Ansehen sehr gesunken. Er hat dann den Kontakt mit mir abgebrochen, hat nicht mehr geantwortet. Aus gutem Grund wahrscheinlich, aber mein Ansinnen war ja, dass die zweite höhere Einweihung, die ich dann bei Shibindra Lahiri eben genossen habe, also diese erste Einweihung, wie die Shibindra Lahiri vermittelt, das ist recht rudimentär, recht mühsam und die Erfahrung musste ich auch machen, als ich dann für ihn übersetzt habe und da in Deutschland die Veranstaltungen, die Einweihungsveranstaltungen und später auch die Retreats organisiert habe, dass viele Menschen gekommen sind. Also dieser Name Urenkel von Lahiri Messiah hat natürlich gezogen. Da kamen viele, die haben auch eifrig mitgemacht und haben sich bemüht, das zu lernen. Aber die wenigsten waren fähig, aus diesem ja relativ undidaktisch vermittelten Material was Sinnvolles draus zu machen. Manche kamen dann das nächste Jahr wieder, wollten eine höhere Einweihung machen und haben gar nicht verstanden gehabt, was die Voraussetzungen sind für die höhere Einweihung. Das ist ein großer Unterschied. Also diese 3 Tage vermittelt bekommen, den Kriya-Yoga, ist sehr sportlich, muss ich sagen. Kann ich eigentlich mit gutem Gewissen niemandem empfehlen. Mein Weg wäre immer zuerst bei der SRF langsam sich die Grundlagen zu erarbeiten, die einfacheren Techniken zu lernen. Später, wenn man genug hat, das ganze Material bei SRF durchgearbeitet hat, erst dann ist es an der Zeit, woanders hinzuschauen. Denn das Leben, wenn man früh anfängt, das Leben ist lang und man sollte diese Techniken als was Heiliges ansehen und wirklich diese ausreizen. Das heißt, so lange damit arbeiten, bis man wirklich genug davon hat und nichts mehr davon rausholen kann. Erst dann zu einer anderen Organisation wechseln, wo es dann wieder andere Techniken gibt, die dann, wie es bei mir auch der Fall war, also die ersten Techniken, die haben mir eigentlich nichts Besonderes gebracht. Da habe ich meine eigene Routine nicht beeinflussen lassen oder ich hab die versucht zu praktizieren, aber meine Routine war stärker und hat eigentlich keinen Einfluss auf meine eigene Routine gehabt. Dann bin ich aber zur zweiten Einweihung bei Shibindra Lahiri hingefahren und dort hat sich dann gezeigt, dass diese zweite Einweihung wahrscheinlich erst nach der langen Vorbereitung, die ich darauf verwendet habe mit der SRF, die hat bei mir richtig eingeschlagen und die hat mich dann überzeugt, die Wirkung dieser zweiten Einweihung, dass das was Gutes dran ist und dass es wichtig ist, diese Techniken zu erhalten. Und da hatte ich dann irgendwie schon auch vorausgesehen, dass diese Techniken, also ich war ja bei Yoga Vidya da sehr viel und wollte auch Yoga Vidya damit ein bisschen befruchten, denn Yoga Vidya, so gut und so schön es ist, da hat mir eben auch diese Einfachheit gefehlt, die es in der SRF gab. Die wollte und hoffte ich dann eben über Shibindra Lahiri zur SRF zu bringen. Erstmal dadurch, dass ich diesen Herrn eingeladen habe. Und wie das dann kommen sollte, wusste ich nicht. Aber es hat sich dann eben so ergeben, nach 22, dass dieser Shibindra Lahiri nicht mehr so fähig war, diese Einweihung zu geben. Und ich dann die Lehrerlaubnis bekommen habe. Und
jetzt es als meine Aufgabe ansehe, diese höheren Einweihungen dann vor allen Dingen der dynastischen Linie, der Lahiri-Familie, dann weiterzugeben und die nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Jetzt erstmal die nächsten Jahre in eigenen Einweihungen und dann später werde ich das sicher auch mal oder denke ich mal zu Papier bringen, damit das auch erhalten bleibt langfristig. Also der große Unterschied habe ich jetzt aufgezeigt, liegt in der didaktischen Herangehensweise bei der SRF, das langsam und ausführlich geschieht bei Shibindol Lahiri in einer Dreitagesveranstaltung, Freitagabend bis Sonntagnachmittag, wobei dann auch noch viel Zeit immer darauf verwendet wurde, aus der indischen Tradition irgendwelche Geschichten zu erzählen aus der Mahabharata, die auch sehr interessant waren, aber es fehlt halt dann wieder Zeit, diese Techniken einzuüben. Unterschied zwischen Shibindol Lahiri und dem, was ich mache, das werde ich auch nochmal gesondert dann behandeln, aber man bekommt eben dann die Techniken. Es gibt zwischen den Techniken, in der Ausführung gibt es unterschiedliche. Mahamudra wird anders gemacht, Yoni Mudra wird bei Shibindol Lahiri anders gemacht, auch die Kriya-Atmung wird anders gemacht. Also in der Ausführung gibt es dann noch Unterschiede. Und es gibt dann auch noch in der Anzahl der Art der Kriya-Techniken, also Talabya-Kriya, habe ich ja schon gesagt, erscheint nicht bei Yogananda. Das ist übrigens auch ein Unterschied eben ja zu Yogani, da gibt es auch nicht das Talabya-Kriya. Es gibt dann auch noch das Navi-Kriya. Diese gibt es bei der SRF auch nicht. Also die SRF ist schlicht und einfach, aber sehr effektiv, didaktisch gut aufgebaut. Also kann man nur empfehlen. Bei Shibindol Lahiri muss ich sagen, es ist auch nicht schlecht, wenn man das gemacht hat, aber es war dann wirklich notwendig oder sehr von Vorteil, wenn man schon von einer anderen Kriya-Organisation, ob das jetzt SRF war, es waren auch dann andere von Hariharananda, von der Organisation kamen dann verschiedene Leute, die konnten damit dann auch mehr anfangen. Und die höheren Einweihungen bei Shibindol Lahiri, da ist es natürlich auch gut, wenn man diese Vorbereitung der SRF hatte. Also man kann sich da natürlich durchzwängen nach den Vorgaben von Shibindol Lahiri oder von der dynastischen Linie. Ich denke, das wird immer noch mehr oder weniger so jetzt vom Sohn von Shibindol Lahiri, dem Ujjwal Lahiri, weitergegeben. Aber das ist das sehr schwierig, das sinnvoll oder produktiv in eine produktive Bahn zu lenken, wenn man das Vorwissen, vielleicht können das die Inder noch einfacher, weil da allgemein in der Kultur noch viel mehr Spiritualität gelebt wird. Ein Westler tut sich da sehr schwer damit, dann wirklich was Gutes anzufangen. Belegt dafür auch eben die vielen Leute, die eben nicht mehr gekommen sind, nachdem sie eingeweiht wurden, in diese ohne Zweifel sehr potenten und sehr effektiven Techniken, wenn man damit umzugehen weiß. Aber das Wissen, wie man damit umzugehen hat, das lernt man eben vor allen Dingen bei der SRF. Das kann ich eben, wie gesagt, empfehlen. Das Schöne bei Shibindol Lahiri war andererseits der Bezug zu einer Person, zu einem Lehrer. Und der Lehrer muss auch nicht jetzt ein großer geistiger Führer sein, ein großer Erleuchteter sein, sondern es reicht ja schon, wenn man einen Kristallisationspunkt für seine Bemühungen hat. Das gibt Motivation. Bei der SRF gibt es das Mutterzentrum. Da werden diese Briefe, die Kommunikation wird mit Mutterzentrum unterschrieben. Man hat keine einzelne Bezugsperson, zumindest nicht hier in Europa oder fern von Amerika, wo man vielleicht dann auch im Ashram, wo man da vielleicht dann hingehen kann oder im Tempel, SRF-Tempel gibt es ja auch. Da gibt es dann vielleicht auch jemanden, wo man Bezugsperson hat, aber für ja, das Gute bei dieser Art von der Shibindol Lahiri oder der dynastischen Linie, warum ich das eben auch dann nach Deutschland geholt habe und dann wollte, dass es hier eben auch Deutschland mehr oder weniger beglückt, ist eben dieser Lehrer-Schüler-Bezug, dieser direkte Bezug und dann auch, dass darüber auch es möglich ist, mehr zu fordern von den Schülern. Also das
was bei Shibindula Lahiri als Voraussetzung für die nächste höhere Einweihung gefordert wurde, das hatte ich eigentlich vorher nicht gedacht, dass man das irgendjemandem zutrauen kann. Und das ist auch das, was bei der SRF und auch bei Giugiani ein Manko ist, dass die natürlich in ihrem indirekten und weit gestreuten Bezug zu einer Schülerschaft, einer anonymen Schülerschaft, weitgehend anonymen Schülerschaft, nicht wissen, mit wem sie es zu tun haben und dann immer zur Vorsicht mahnen müssen und lieber weniger fordern als oder zu mehr Vorsicht dann anregen, als vielleicht bei dem einen und anderen nötig oder angebracht wäre. Und wenn man dann noch den inneren Schweinehund beim Schüler hat, der dann zwar durch diese Güte der Techniken schon einiges Gutes bekommt, andererseits aber nicht die Spitzen, diese Höhen, diese Sonderleistungen dann abruft, die möglich wären für ihn, dann kommt es halt eben dazu, dass es da irgendwelche Grenzen gibt in diesen Herangehensweisen an den Kriya Yoga, die eben bei dem, was bei Shibendula Lahiri dann gefordert wird, nicht mehr so der Fall ist. Da geht es in den höheren Einweihungen in, bildlich gesprochen, astronomische Höhen der Wiederholungen, die man dann nicht regelmäßig machen muss, sondern als Voraussetzung für die nächste Einweihung muss man die vorgehende Technik der Einweihung, also jede Einweihungsstufe ist eine neue Technik, eine potente Technik, in der Regel 5er, 10er Potenz, würde ich mal sagen, in der Effektivität. Das heißt, sehr potent und die muss man einmal zur Höchstleistung gebracht haben. Aber wenn man das mal gemacht hat, also dieses eine Mal erreicht hat, dann kann man wieder zurückfallen auf ein niedriges Niveau mit der Idee, dass man, wenn man es einmal gelernt hat, richtig intensiv abzurufen, dann schafft man das auch, also mit vielen Wiederholungen, dann schafft man das auch mit wenigen Wiederholungen. Und so kann man sich dann immer auf die nächste höhere Einweihungsstufe konzentrieren, die anderen in vermindertem Maße noch praktizieren, wobei auch zu sagen ist, dass die zweite, dritte und vierte Einweihung, die zweite und dritte Einweihung ist eine Vorbereitung auf die vierte Einweihung und die fünfte Einweihung oder also die vierte höhere ist eine Hinführung zur sechsten höheren, sodass es eigentlich in Wirklichkeit nur zwei höhere Einweihungen gibt, die dann später so auch in jeder Meditation praktiziert werden können. Und dann hat man hier ein vollständiges Paket von Übungen. Ich habe das Prinzip auch nicht so verstanden. Das habe ich dann erst verstehen gelernt, als ich dann bei Shibendula Lahiri eben da durchgelaufen bin, durch diesen Prozess der höheren Einweihungen. Und da war dann auch durch das Kennen oder dieses gemeinsame Einweihen, wenn man immer am gleichen Ort eingeweiht wurde, wie ich da dann später in Bad Meinberg, da war dann auch ein bisschen so Ansporn unter den Kriebans, also unter den anderen Eingeweihten, die dann auch diese Eingangsstufen durchliefen. Die einen haben das schneller gemacht, die anderen langsamer. Zum Beispiel ich, der ich da schon 2014 die zweite höhere Einweihung in Russland, 2015 auch mal die dritte höhere Einweihung erhalten habe, haben da welche in Bad Meinberg erst die zweite höhere Einweihung gehalten oder einer, der war aus Norwegen, der hat dann konsequent das durchgezogen und war dann schon, ich glaube 2019 war er dann schon fertig mit dem Durchlauf durch alle höheren Einweihungen und hatte das, glaube ich, geschafft. Und ich habe dann das erst 3 Jahre später erreicht, obwohl der eben später angefangen hat. Also da gibt es dann so ein bisschen
anspornen und muss dann jeder selber entscheiden, wie schnell er vorwärts geht, wie viel er sich für jede einzelne höhere Einweihung Zeit lassen möchte. Minimum meiner Ansicht nach sind 1 Jahr. Da kann man dann eben in 6 Jahren Minimum durchlaufen oder man kann sich auch lange Zeit lassen und dann hat man mit diesen Aufgaben, die einem gestellt werden, für die nächste höhere Einweihung, hat man auch ein Übungsprogramm für das nächste Jahr, für die nächsten Jahre. Für mich waren es dann zweimal waren es 3 Jahre, einmal für Tocker und auch für die vierte höhere Einweihung. Da habe ich mir jeweils 3 Jahre Zeit gelassen und das war auch gut so meiner Ansicht nach. Und so ist man dann auch lange beschäftigt, weil aufgrund dieser Eigenschaft, dieser Kriertechniken, dass diese potenten Techniken, da passt sich der Körper darauf an oder man adaptiert die und dann wirken die nicht mehr so gut. Und dann kann man aber 3, 4 Jahre, 5 Jahre mit so einer potenten Technik verbringen, kann sich selbst fordern und kann eben alles rausholen aus sich mit dieser Technik, was rauszuholen ist. Und so kommt man in höheren Bewusstseinsstufen eben immer höher, also wenn man verlustig geht, wenn man, wie ja viele da diese Techniken kennenlernen, dann die vielleicht ein bisschen praktizieren, dann Lust verlieren und dann haben sie diese potenten Techniken, die sie aus, ja, wie Krishna sagt, sie von viel Furcht auf dieser Erde befreien könnte, die haben sie eben ja, wie Juwelen vor den Schweinen eben in den Dreck hineingetreten und sind im Grunde zu bedauern, aber da liegt halt viel dran an dem System der Vermittlung. Also wie das in der SRF geschieht, da geht man wirklich mit diesen kostbaren Übungen sehr behutsam und sehr wertschätzend um. Und das, was jetzt bei Shibendo Lahiri in dieser dynastischen Tradition abläuft, das ist halt dem geschuldet, dass leider, wenn ein Lahiri Mahasaya ein großer spiritueller Lehrer ist, sein Sohn definitiv nicht dann das vererbt bekommt, sondern je nachdem, welche Seele sich da inkarniert, dann kann es sein, dass die eben gar nicht so viel damit anfangen können, dann aber trotzdem diese Familientradition übernehmen, gar nicht mehr richtig einsehen, um was es geht. Und soweit ich erfahren habe, ich habe auch ein bisschen Kontakt auch zu früheren, zu älteren Kriyabans gehabt, hat dieser Shibendo Lahiri lange Zeit nicht mehr diese Kriya-Techniken selbst angewandt. Er ist da, glaube ich, mal durchgelaufen in ein paar Jahren und ist selber nicht auf den Geschmack gekommen, wie man damit langfristig arbeiten kann und konnte das natürlich auch nicht so vermitteln. Das war das Manko an dem, was Shibendo Lahiri eben aus dieser dynastischen Linie gemacht hat oder auch vielleicht schon sein Vater, weiß es nicht. Die Techniken selbst wurden relativ gut vermittelt, wobei eben diese Kriya, diese kurzen Kriyas, wie sie genannt wurden bei Shibendo Lahiri, diese Meditationstechniken, die in der SRF ihre herausragende Stellung bekommen als vorbereitende und nachbereitende Techniken für die Kriya-Techniken, das ist halt in der dynastischen Linie ganz verloren gegangen und da hat der Lehrer selbst eben wahrscheinlich schon darunter gelitten und viele Schüler auch. In beiden Welten gibt es was Positives und was nicht so Positives, was ich eben dann daraus jetzt mache, dass ich aus der SRF, aus meiner SRF-Vergangenheit, Self-Realization Fellowship, Yoganandas didaktische Genialität versuche hereinzubringen in die Art der Kriya-Einweihungen, die ich jetzt in 3 Tagen gebe und auch das versuche, was eben bei Shibendo Lahiri von der dynastischen Linie Gutes erhalten geblieben ist und übermittelt worden ist. Das will ich aber dann in einem eigenen Podcast dann genauer besprechen, was jetzt dann die Eigenart dieses Kashi-Kriyas ist, wie ich das jetzt nenne, im Unterschied zur dynastischen Shibendo Lahiri Kriya-Yoga oder dynastische Linie. Mein Kriya-Yoga geht natürlich auch auf Lahiri Mahasaya zurück, über andere Stränge, aber was jetzt das ursprüngliche oder bessere Originale ist, das habe ich in anderen
Vorträgen, Podcast schon erwähnt, das ist gar nicht mehr so klar herauszuarbeiten und dadurch, dass eben Sohn, Enkel, Urenkel dann möglicherweise nicht mehr auf der Höhe der Spiritualität sind, die richtige Vermittlung gebraucht hätte, kann man sich auch nicht so darauf verlassen, dass dieses Ursprüngliche da enthalten ist in der Shibindul Lahiri-Linie, in der Linie, die Shibindul Lahiri dann weitergetragen hat an mich. Und so nehme ich halt, um das ein bisschen wieder auszugleichen, von der Yogananda-Linie SRF etwas mit rein und aus meinen eigenen Erfahrungen, aus meinen eigenen Einsichten, die ich gewonnen habe, die gebe ich auch dazu und daraus ist dann dieser Kashi Kriya Yoga entstanden, den ich jetzt vermittle. Ich will eben die höheren Einweihungen der dynastischen Linie, die mir weitgehend rein erhalten geblieben zu scheinen, erhalten und weitergeben und auch diese erste Einweihung, die relativ rudimentär und nicht so glücklich ist in der dynastischen Linie, die möchte ich upgraden durch das, was über Yogananda auf uns gekommen ist. Das jetzt noch als Ausblick zu einer nächsten Folge, in der ich dann den Unterschied des Kashi Kriya Yoga zu den anderen Kriya Yoga Formen, die ich sonst kennengelernt habe, dann herausstellen möchte. Hari Om Tat Sat, das war's für heute. Namaste, alles Gute. Ciao. Sri Yuktas war weise, streng und klar, ein Stern, der leuchtet ewig war. Du sahst im Schüler mehr als sein, ein Bote Gottes, Licht und rein. In Yogananda, deinem Kind, erkanntest du den göttlichen Wind, der Kriyas Flamme weit entfacht und trägt sie in die neue Zeit der Macht. Dein Blick durchdrang das Schleierspiel, kein Wort war leer, kein Rat zu viel. Mit Strenge schufst du eine Bahn, das Wahrheit wirken konnte fortan. Nicht Ruhm, nicht Ehre war dein Ziel, dein Werk war Gottes reines Spiel. Du warst der Pflug im Erdengrund, damit der Same Frucht bekund. Und als dein Schüler übers Meer die Botschaft trug zu Menschen her, da klang in seinem Wort dein Geist, der heute 1000 Herzen speist. O Meister, stark von Liebe voll, du bist der Grund, der Ursprung, das Soll. Durch dich erblüht, was Lahiri begann, Kriya Yoga für jedermann. Sri Yuktas war dein Name, bleibt der Weg, den du für uns beschreibst, führt in die Freiheit weit und klar. Sei ewig gepriesen, du großer Avatar.